Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und jetzt sind die News schon mehr oder weniger draußen. Ja, sie wurden schon angekündigt, allerdings wahrscheinlich noch nicht offiziell, denn durch einen YouTuber wurde das Ganze wieder veröffentlicht, wohl früher als geplant, denn eigentlich sollten die News morgen, also am Donnerstag, erscheinen. Und ja, dadurch, dass heute schon ein Video rauskam, wo die Informationen schon, rausgekommen sind, kann ich sie euch jetzt beruhigt, denke ich mal, auch sagen. Und wir fangen mal am besten damit an. Am Freitag startet der nächste internationale Server, also für alle Leute, die schon gefragt haben, W44 startet diesen Freitag um 16 Uhr. Ja, also es kommt wieder ein neuer Server hier mit hinzu an Halloween, ja, oder zur Halloween-Zeit. Wie gesagt, diesen Freitag. Ich werde darauf nicht spielen. Ich habe auch keine Zeit leider, das zu streamen, weil ich da auf Arbeit hocke. Ja, deswegen um 16 Uhr bin ich leider nicht da zum Livestream. Das kann ich diesmal leider nicht mitmachen. Ansonsten kann ich euch noch so viel sagen, zum Halloween-Event wird es noch ein 5-fach-Event geben. Also stellt da auf jeden Fall rechtzeitig auch eure Stadtwachen ein. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, auch den einen oder anderen freuen. Ne? Damit haben ja die meisten schon gerechnet, denke ich mal, dass wieder ein 5-fach-Event ansteht. Ansonsten, es gibt es jetzt die Neuigkeiten, die wahrscheinlich schon die meisten von euch erwartet haben. Ich habe ja gestern schon im Video erwähnt gehabt, dass ich eventuell ein bisschen mehr weiß, und mehr wusste ich jetzt auch noch nicht, als das, was heute rauskam. Und zwar, dass es halt einen neuen Dungeon gibt, und zwar ist dies ein legendärer Dungeon ab Stufe 50. Ihr wisst ja, dass man ab Stufe 50 Epic-Events spielen kann, also da werden dann mehr oder weniger die Epics dann freigeschaltet, und ab Stufe 50 kann man jetzt in einen sogenannten legendären Dungeon eintreten, wo man auch legendäre Gegenstände draus bekommen kann. Ja, also keine Epics, sondern Legendaries. Das Ganze, wie gesagt, ist ab Stufe 50 verfügbar, und ganz wichtig, es skaliert auch mit dem Level, was ihr habt. Das heißt, wenn ihr jetzt Stufe 50 seid, kriegt ihr auch Items für Stufe 50. Und wenn ihr jetzt wohl ein bisschen weiter im Late Game seid, dann kriegt ihr auch stärkere Items. Heißt so viel, wenn ihr jetzt Stufe 500 plus seid oder 400 oder was weiß ich, bekommt ihr jetzt keine Gegenstände aus dem Dungeon, weil der Dungeon ab Stufe 50 freigeschaltet ist. Ne? Also das wäre ein bisschen lost so für die meisten Spieler, und deswegen skaliert das wohl auch hoch. Ja, und das Ganze hat auch eine Besonderheit, der Dungeon, denn der Dungeon ist nämlich wohl, soweit ich weiß, ein temporärer Dungeon, der 10 Tage geht. Ihr könnt wie im Dämonenportal auch jeden Tag nur einmal angreifen und euch die Chance darauf sichern, einen legendären Gegenstand für dieses Spiel, für Shakes and Fidget hier zu bekommen. Ja, das geht halt nur einmal am Tag, und das Ganze soll wohl irgendwie 10 Mal gehen. 100%ig, wie es ganz genau abläuft, kann ich euch morgen mehr dazu sagen. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Infos, die ich soweit habe. Und wie gesagt, das Ganze ist ein legendärer temporärer Dungeon wohl. Ob der danach da bleibt oder nicht, ich denke mal, er wird da bleiben. Ich weiß nicht, das kann ich euch nicht ganz genau sagen. Und das Ganze ist auch noch vertont von Sky Dumont. Ja, wer ihn nicht kennt, hat in ganz vielen Filmen mitgespielt, und es ist, denke ich mal, auch ganz cool, dass er hier mit dabei ist und das Ganze auch vertont. Das heißt, ganz wichtige Informationen auch für euch noch zusätzlich: Wenn ihr diesen temporären Dungeon spielt, dann für alle Leute, die ihre Tabs immer gemutet haben, dann wäre das auf jeden Fall ein guter Anlass, mal die Mute-Taste mal auszuschalten und einfach mal den Sound von Shakes and Fidget anzumachen, weil, wie gesagt, das soll sich wohl lohnen. Ja, und wie gesagt, es wurde ja auch vertont von Sky Dumont. Ja, ob da noch andere mit dabei sind im Dungeon, die noch andere Synchronsprecher, das weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel Bescheid, dass da der gute Sky am Start ist, und das ist, denke ich mal, auch schon ganz nice. So, ich kann euch jetzt noch so viel dazu sagen. Das sind halt auch die Sachen, die ich auch mehr oder weniger wusste. Gestern habe ich ja euch auch diesen Cupcake hier gezeigt.
Und der hat wohl auch mehr oder weniger mit dem neuen Dungeon zu tun. Wie ganz genau, das kann ich euch jetzt auch noch nicht sagen. Aber es soll wohl in einem Dungeon vorkommen. Ja, und eventuell kann man diesen Gegenstand hier auch finden in einem von diesen 10 Tagen, wo man halt jeden Tag einmal diesen Dungeon angreifen kann. Ja, das sind so die Informationen, die ich euch zum Update liefern kann. Wie gesagt, morgen um wahrscheinlich 16 Uhr, gehe ich mal von aus, weil meistens sind die News immer um 16 Uhr, werden die offiziellen News dazu rausgehauen. Und ich werde wahrscheinlich morgen darüber nicht direkt so berichten können, weil ich morgen auch auf Arbeit bin, ja, um die Zeit. Deswegen kommt morgen ein ganz normales Shakes and Fidget Video von mir. Die News, weiß ich nicht, ob ich die erst später abends raushaue oder ob ich die erst nächsten Tag raushaue, das kann ich euch noch nicht ganz genau sagen. Ja, aber wie gesagt, da werdet ihr auf jeden Fall auch von mir hören. Ja, und falls ihr auch nichts irgendwie weiter von Shakes and Fidget oder irgendwas verpassen wollt in Richtung News oder Neuigkeiten, irgendwas, dann könnt ihr auch gerne den Kanal hier abonnieren. Ja, das kann man ja auch mal so nebenbei erwähnen, damit ihr da auf jeden Fall auch auf dem neuesten Stand seid, was auch Shakes and Fidget News und sowas angeht. Da denke ich mal, bin ich einer der Quellen, die da mit am schnellsten drüber berichten. Ne? Es sei denn, es sind halt gesponserte YouTuber, die da solche Pressetexte bekommen und wahrscheinlich versehentlich einen Tag früher darüber Leute informieren, wo die offiziellen News eigentlich noch gar nicht draußen sind. So, das sind wahrscheinlich dann mehr oder weniger Missverständnisse, ja, zwischen dem YouTuber und dem zwischen Player Games so, ne? Und ja, da können wir aber wie gesagt nichts für. Die News sind jetzt wie gesagt dadurch schon draußen und ja, sollten aber wie gesagt offiziell halt erst wieder morgen erscheinen. Also ihr wisst auch wieder einen Tag früher Bescheid, als ihr eigentlich Bescheid wissen solltet. Ne? Ist ja auch, denke ich mal, ganz in Ordnung. So, ne? Ja. Für alle Leute, die natürlich nicht gerne gespoilert werden wollen, weiß ich nicht, da denke ich mal, ist das für die 2, 3 Leute unter euch, die das vielleicht nicht wissen wollen, ist natürlich klar. Dann sollte man sich dieses Video auch vielleicht auch gar nicht erst reinziehen. Ne? Aber es gibt ja immer so 1, 2 Leute, die das vielleicht, die sich davon auch vielleicht überraschen lassen wollen und ja, die können halt mit diesen Informationen dazu nichts weiter anfangen. Wie gesagt, viel genaueres weiß ich jetzt dadurch auch nicht. Das, was ich gestern wusste, wurde heute bekannt gegeben. Und jetzt sind wir quasi alle wieder mehr oder weniger auf dem gleichen Wissensstand, was kommende Updates rund um Shakes and Fidget angeht. Ne? Und was danach oder was noch weiter im Update kommt oder kommen mag zu Shakes and Fidget zu Halloween, das kann ich euch auch nicht sagen. Ja? Vielleicht ist es jetzt nur der eine Dungeon. Ich gehe mal von aus, das wird es wahrscheinlich auch sein. Ich weiß nicht, ob die Erweiterung ob die hier irgendwo eine Erweiterung draufpacken oder nicht. Weiß ich nicht. Aber wir können damit rechnen, dass es vielleicht wahrscheinlich neue Gegenstände gibt, eine neue Raritätenklasse. Also es gibt ja gewöhnliche Items, es gibt halt die Epics so, ne? Ja, und jetzt gibt es halt dann vielleicht auch die legendären Items. Mal gucken, wofür das genau auch da ist. Kann ich euch, wie gesagt, auch noch nicht weiter erzählen. Aber so sieht auf jeden Fall erstmal das Halloween-Update aus. Vielleicht kommt noch die ein oder andere Erweiterung noch irgendwie mit dazu. Da werden wir auf jeden Fall abwarten. Aber so viel steht auf jeden Fall erstmal fest. Neuer Dungeon, neuer legendärer Dungeon, vertont von Sky Dumont, legendäre Items. W44 startet am Freitag. Und ein 5-fach-Event. Ne? So sieht erstmal der Plan aus für Halloween. Und ich denke mal, das sind doch ganz gute Neuigkeiten. Gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.